Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Bist du bereit, dein Deutsch zu üben und fließender zu werden? Lass uns anfangen. Hi Jake, wie geht es dir heute? Hi Mia, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es gut. Heute möchte ich über etwas Interessantes sprechen. Weißt du, was ein Introvertierter ist? Ja, das weiß ich. Ein Introvertierter ist eine Person, die ruhig ist und es bevorzugt, Zeit allein oder mit wenigen engen Freunden zu verbringen. Das ist richtig. Ich habe gelesen, dass Introvertierte sich von Extrovertierten unterscheiden. Extrovertierte sind gerne unter vielen Menschen und fühlen sich in sozialen Situationen energetisch. Ja, das habe ich auch bemerkt. Ich denke, ich bin mehr ein Introvertierter. Ich fühle mich nach langen Partys und in überfüllten Orten müde. Das verstehe ich. Manchmal fühle ich mich genauso. Ich mag kleine Treffen mehr als große Partys. Was denkst du, sind einige Eigenschaften eines Introvertierten? Ich denke, Introvertierte sind normalerweise ruhig und nachdenklich. Sie hören lieber zu, als zu reden und denken oft nach, bevor sie sprechen. Das stimmt. Introvertierte genießen oft Aktivitäten wie Lesen, Schreiben oder Zeichnen. Sie sind gerne in ihrer eigenen Welt. Ich liebe es, Bücher zu lesen und Videospiele alleine zu spielen. Das macht mich entspannt. Ich auch. Ich schreibe gerne in mein Tagebuch und male. Diese Aktivitäten sind friedlich und kreativ. Ich habe eine Freundin, die extrovertiert ist. Sie geht gerne zu Partys und trifft neue Leute. Manchmal fühle ich mich in ihrer Gruppe fehl am Platz. Ich weiß, was du meinst. Meine Cousine ist Extrovertierte. Sie lädt mich immer zu großen Partys ein, aber ich bevorzuge ruhige Abendessen mit ein paar Freunden. Es ist interessant, wie unterschiedlich die Menschen sind. Ich denke, introvertiert zu sein ist keine schlechte Sache. Wir haben unsere eigenen Stärken. Ja, Introvertierte sind oft sehr kreativ und gut im Lösen von Problemen. Wir verbringen Zeit damit, nachzudenken und zu planen. Ich stimme zu. Ich habe das Gefühl, dass meine ruhige Art mir hilft, Dinge besser zu beobachten und zu verstehen. Ich bemerke Details, die andere vielleicht übersehen. Das ist eine großartige Eigenschaft. Ich denke auch, dass Introvertierte sehr loyale Freunde sind. Wir haben vielleicht wenige Freunde, aber wir kümmern uns sehr um sie. Ja, Qualität ist wichtiger als Quantität. Ich schätze meine engen Freundschaften mehr als viele Bekanntschaften zu haben. Manchmal missverstehen Menschen Introvertierte. Sie denken, wir sind schüchtern oder unhöflich, aber das stimmt nicht. Das habe ich erlebt. Manche Leute sagen, ich sei still und fragen, ob ich wütend bin, aber ich denke nur nach. Genau. Still zu sein bedeutet nicht, dass man unglücklich ist. Ich fühle mich glücklich, wenn ich alleine bin oder mit meiner besten Freundin. Ich auch. Ich genieße meine eigene Gesellschaft. Ich gehe oft alleine in den Park, um zu lesen oder spazieren zu gehen. Das klingt schön. Ich sitze gerne in einem Café und beobachte die Leute, während ich meinen Kaffee sippe. Das ist sehr entspannend. Ich denke, die Gesellschaft schätzt oft extrovertierte Eigenschaften mehr. Manchmal fühlen sich Introvertierte unter Druck, geselliger zu sein. Ja, ich habe diesen Druck auch gespürt. In der Schule zwinge ich mich manchmal, im Unterricht zu sprechen, auch wenn ich nicht will. Ich verstehe. Ich versuche, geselliger zu sein, aber das macht mich müde. Ich spreche lieber, wenn ich etwas Wichtiges zu sagen habe. Es ist wichtig, sich selbst treu zu bleiben.
Ich lerne zu akzeptieren, dass ich ein Introvertierter bin und dass das in Ordnung ist. Ich fühle ebenso. Ich bin stolz darauf, wer ich bin, auch wenn ich nicht der Mittelpunkt der Party bin. Glaubst du, dass Introvertierte sich ändern oder extrovertierter werden können? Ich glaube, dass Introvertierte lernen können, geselliger zu sein, wenn sie wollen, aber ihre grundlegende Persönlichkeit bleibt meistens gleich. Ich stimme zu. Ich habe manchmal versucht, geselliger zu sein, und das macht Spaß, aber ich kehre immer zu meinem ruhigen Ich zurück. Ja, es ist wie ein Gleichgewicht. Ich kann eine kleine Party genießen, aber ich brauche danach Zeit für mich, um mich wieder aufzuladen. Das ist sehr wahr. Nach einer sozialen Veranstaltung brauche ich oft einige Stunden allein, um mich zu entspannen und nachzudenken. Ich plane meine Woche so, dass ich Zeit für soziale Aktivitäten und ruhige Zeiten habe. Das hilft mir, mich im Gleichgewicht zu fühlen. Das ist eine gute Idee. Ich plane auch Freizeit in meinen Tag ein, um zu lesen oder zu meditieren. Das macht mich glücklich. Ich nehme manchmal an einem kleinen Club in der Schule teil. Es macht Spaß, weil wir über unsere Interessen sprechen, ohne zu viel Druck. Ich habe einem Buchclub beigetreten. Wir treffen uns einmal in der Woche und diskutieren unsere Lieblingsgeschichten. Es ist sehr angenehm und entspannt. Das klingt perfekt für einen Introvertierten. Ich mag Aktivitäten, die nicht zu überfüllt sind und es mir ermöglichen, mich auszudrücken. Ja, kleine Gruppen sind die besten. Ich fühle mich wohl dabei, meine Gedanken zu teilen, wenn nur wenige Leute da sind. Ich denke, Introvertierte bringen viel Wert in eine Gruppe. Wir hören gut zu und haben oft tiefere Einsichten. Ich stimme zu. Unsere ruhige Art ermöglicht es uns zu beobachten und nachzudenken. Manchmal sind unsere Ideen sehr kreativ, weil wir sorgfältig nachdenken. Es ist schön zu wissen, dass es Stärken gibt, die mit dem Introvertiertsein einhergehen. Ich fühle mich sicherer, wenn ich mich an meine Eigenschaften erinnere. Ja, ich versuche auch, mich auf die positiven Aspekte meiner Persönlichkeit zu konzentrieren. Ich bin kreativ, nachdenklich und eine gute Freundin. Ich glaube, dass jeder Persönlichkeitstyp einzigartig und wichtig ist. Wir brauchen sowohl Introvertierte als auch Extrovertierte in der Welt. Das ist sehr wahr. Unsere Unterschiede machen das Leben interessant und helfen uns, voneinander zu lernen. Ich bin froh, dass wir darüber sprechen können. Es gibt mir das Gefühl, verstanden und akzeptiert zu werden. Ich fühle genauso. Unsere Erfahrungen als Introvertierte zu teilen, hilft mir zu sehen, dass ich nicht allein bin. Hast du irgendwelche Tipps, wie man als Introvertierter in einer geschäftigen Welt leben kann? Ich denke, es ist wichtig, Grenzen zu setzen. Ich sage meinen Freunden, wenn ich Zeit für mich brauche, und sie verstehen das. Das ist ein guter Tipp. Ich lasse auch meine Familie wissen, dass ich nach einem anstrengenden Tag Ruhe benötige. Ein weiterer Tipp ist, soziale Aktivitäten auszuwählen, die zu deiner Persönlichkeit passen. Zum Beispiel bevorzuge ich kleine Treffen über große Partys. Ja, ich wähle Veranstaltungen, die nicht zu überfüllt sind. Ich fühle mich in einer ruhigen Umgebung wohler. Es ist auch hilfreich, in Situationen mit geringem Druck zu üben, sich zu äußern. Ich versuche, meine Ideen im Unterricht zu teilen, auch wenn es schwer ist. Das mache ich auch. Ich übe, indem ich mit ein paar Freunden spreche oder sogar vor einem Spiegel rede. Das hilft mir, mich sicherer zu fühlen. Ich glaube, dass Introvertiertsein ein Teil von uns ist, den wir annehmen können. Wir müssen uns nicht ändern, um dazuzugehören. Ich stimme zu. Ich bin glücklich, ich selbst zu sein und lerne meine ruhige Art zu feiern.
Ich freue mich, dass wir heute dieses Gespräch hatten. Es ist schön, über unsere Persönlichkeit zu sprechen und sich verstanden zu fühlen. Ja, danke, dass du mit mir darüber gesprochen hast, Mia. Es tut gut, meine Gedanken zu teilen. Gern geschehen, Jake. Ich genieße unsere Gespräche immer. Sie helfen mir, mehr über mich selbst zu lernen. Ich hoffe, dass mehr Menschen verstehen, was es bedeutet, ein Introvertierter zu sein. Es ist wichtig, verschiedene Persönlichkeiten zu respektieren. Ich stimme zu. Wenn Menschen Introvertierte verstehen, können sie geduldiger und freundlicher sein. Das macht soziale Situationen einfacher. Ich werde meinen Freunden von unserem Gespräch erzählen. Vielleicht lernen sie mehr über Introvertierte und hören auf, mich zu fragen, ob ich schüchtern bin. Das ist eine großartige Idee. Bildung ist der Schlüssel. Je mehr wir darüber sprechen, desto mehr werden die Menschen verstehen. Ich fühle mich jetzt sicherer, nachdem wir unsere Erfahrungen geteilt haben. Es ist gut zu wissen, dass still zu sein keine Schwäche ist. Ja, introvertiert sein ist nur eine Art zu sein. Wir sind auf unsere eigene Weise stark. Ich freue mich auf weitere Gespräche wie dieses. Es hilft mir zu wachsen und mich akzeptiert zu fühlen. Ich auch, Jake. Lass uns weiterhin über unsere Gefühle und Ideen sprechen. Das macht unsere Freundschaft stärker. Danke nochmals, Mia. Ich schätze unsere Gespräche sehr. Sie machen mich glücklich und verstanden. Du bist immer willkommen, Jake. Ich genieße unsere gemeinsame Zeit. Es ist eine großartige Möglichkeit, Deutsch zu üben und mehr über uns selbst zu lernen. Ich stimme zu. Über unsere Persönlichkeit zu sprechen hilft mir, klarer zu sprechen und tiefgründiger zu denken. Ich lerne jedes Mal neue Wörter und Ideen, wenn wir plaudern. Ja, und ich habe das Gefühl, dass unsere Gespräche nicht nur um die Sprache gehen. Es geht darum, unser Leben zu teilen und uns gegenseitig zu unterstützen. Ich bin froh, dass wir ehrlich und offen sein können. Das macht unsere Freundschaft besonders. Ich denke, wir sollten irgendwann mehr Freunde einladen, um an unseren Gesprächen teilzunehmen. Es wäre interessant, verschiedene Meinungen zu hören. Das ist eine gute Idee. Vielleicht können wir eine kleine Gruppendiskussion über Persönlichkeitstypen haben. Darauf hätte ich wirklich Lust. Ich werde unsere gemeinsamen Freunde fragen, ob sie mitmachen möchten. Es könnte Spaß machen, Ideen mit mehr Leuten zu teilen. Ja, ich freue mich darauf. Es ist immer schön, von anderen zu lernen und unterschiedliche Perspektiven zu sehen. Bevor wir heute abschließen, möchtest du noch etwas über das Introvertiertsein sagen? Klar, Mia. Ich möchte sagen, dass es für mich bedeutet, tiefere Verbindungen zu schätzen. Ich habe vielleicht nicht viele Freunde, aber die, die ich habe, sind mir sehr wichtig. Das ist ein schöner Gedanke, Jake. Ich fühle genauso. Ich ziehe es vor, ein paar enge Freunde zu haben, als viele flüchtige Bekanntschaften. Tiefe Freundschaften bereichern das Leben. Ja, ich glaube, dass Qualität mehr zählt als Quantität. Ich bin glücklich mit meinem kleinen Freundeskreis. Ich stimme zu. Unsere engen Freunde verstehen uns und unterstützen uns. Das macht unsere Beziehungen besonders. Danke für dieses wunderbare Gespräch, Mia. Ich habe heute viel über mich selbst und das Introvertiertsein gelernt. Danke dir auch, Jake. Ich genieße unsere Gespräche immer. Sie helfen mir, selbstbewusster und verstandener zu fühlen. Ich hoffe, wir können in der Zukunft mehr darüber sprechen. Vielleicht können wir sogar eine Kurzgeschichte über unsere Erfahrungen als Introvertierte schreiben. Das ist eine großartige Idee.
Ich würde gerne eine Geschichte mit dir schreiben. Sie kann zeigen, wie Introvertierte die Welt auf ihre eigene einzigartige Weise sehen. Ja, und wir können unsere Geschichte mit unseren Freunden teilen. Es könnte ihnen helfen, uns besser zu verstehen. Ich freue mich darauf. Lass uns planen, uns nächste Woche wieder zu treffen, um unsere Ideen zu besprechen und vielleicht mit dem Schreiben zu beginnen. Das klingt perfekt, Mia. Ich werde mein Notizbuch und ein paar neue Wörter mitbringen, die ich heute gelernt habe. Großartig! Ich werde auch einige Ideen und vielleicht ein paar Zeichnungen vorbereiten. Ich liebe es, unsere Geschichten zu illustrieren. Ich bin auf unser nächstes Treffen gespannt. Danke nochmals für dieses wunderbare Gespräch. Danke, Mia. Ich bin glücklich, einen Freund wie dich zu haben, der mich versteht. Ich fühle, dass unsere Gespräche mich zu einer besseren Person und einem besseren Schüler machen. Ich fühle dasselbe. Mit dir zu sprechen hilft mir zu lernen und zu wachsen. Lass uns weiterhin Deutsch üben und unsere Gedanken teilen. Das macht unsere Freundschaft besonders und unsere Sprachkenntnisse stärker. Ja, ich stimme zu. Ich sehe dich nächste Woche wieder. Hab einen schönen Tag, Mia. Du auch, Jake. Pass auf dich auf und lies weiter. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Tolle Arbeit. Möchtest du dein Deutsch üben und fließender werden? Bitte abonniere und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen Gespräche verpasst. Bis zum nächsten Video.